Hallo, ich bin Sophia und ich komme aus Leobersdorf und ich bin heute am Kirtag in Loreto und es ist voll schöne Sonne hier. Willkommen bei Burgenland heute am Feiertag. Am 29. September findet die Nationalratswahl statt. Österreichweit treten 9 Parteien an, im Burgenland sind es 11 Parteien und Listen. Auf dem Stimmzettel die Kleinparteien und ihre Ziele. Unter der Haut Ansturm auf Tätowierer beim Golser Volksfest. Im Himmelreich Weinpicknick für den guten Zweck. Und das Wetter, die Hitzewelle dauert an. Burgenland heute mit Raffaela Pint. Die Nationalratswahl rückt näher und die Stimmzettel werden auch heuer wieder in Hirn gedruckt. Aber sie werden nicht in ganz Österreich gleich aussehen. Denn es gibt 3 Parteien, die nur in einigen Bundesländern antreten. Die Partei MFG und die sogenannte Liste Gaza konnten in 7 Bundesländern genug Unterschriften für ein Antreten sammeln. Der Liste Die Gelben ist das hingegen nur bei uns im Burgenland gelungen. Es sind 3 Parteien mit ziemlich unterschiedlichen Ansichten, die bei der Nationalratswahl auch am Stimmzettel stehen, zumindest in manchen Bundesländern. Etwa die MFG. Bekannt geworden als Maßnahmengegner in der Corona-Zeit, sitzen sie bereits im Landtag in Oberösterreich. Jetzt wollen sie auch in den Nationalrat. Im Burgenland und in Kärnten haben sie nicht genug Unterschriften gesammelt, in allen anderen Bundesländern wird man sie aber wählen können. Die Partei fordert unter anderem einen EU-Austritt Österreichs. Aus unserer Sicht ist die Europäische Union, wie sie jetzt ist, nicht mehr reformierbar. Begonnen als Friedensprojekt, weitergeführt als Wirtschaftsprojekt, aber zwischenzeitlich eine supranationale Organisation. Das heißt, der Öxid ist für uns eigentlich unumgänglich. Schauplatzwechsel ins Burgenland. Dort tritt Manfred Kölli, langjähriger Bürgermeister von Deutschkreuz, für die Liste Die Gelben an. Der Einzug in den Nationalrat ist extrem unwahrscheinlich. Kölli sieht es als Aufwärmübung für die Landtagswahl im Burgenland 2025. Was wir noch wollen, und ich sage das bewusst, dass wir keine neuen Länder brauchen, Bundesländer, sondern ich sage 4 würden reichen. Zusammenschlüsse wie Wien, Niederösterreich und das Burgenland, um weniger Bürokratie, um weniger dementsprechende Kosten zu erzeugen. Kölli ist 2021 rechtskräftig zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt worden, weil er Wahlkarten zu seinem Vorteil selbst ausgefüllt hat. Für die Gelben war das aber kein Grund, ihn aus der Partei auszuschließen. Es ist Vergangenheit. Ich darf kandidieren, ich will für die Menschen in Österreich was erreichen und meine Erfahrung, glaube ich, birgt für das, was passiert. Aber die Gelben hatten damit kein Problem offensichtlich? Denke nicht. Auch die sogenannte Liste Gaza steht außer in Salzburg und in Kärnten überall auf dem Stimmzettel. Einer der Spitzenkandidaten ist der gebürtige Palästinenser und Arzt Shadi Abu Daher. Kernprogramm: harsche Israel-Kritik. Terror gegen Zivilisten lehne man ab, aber Und warum soll einer, der Besitzt ist, sich nicht wehren? Wieso darf das? Ist laut internationalen Gesetz darf man sich wehren. Wieso dürfen die Palästinenser? Wieso wird das alles terroristisch? Überhaupt, wenn man sich wehrt. Das ist auch in der Ukraine, was stattfindet. Da dürfen sich die Ukraine wehren. Wieso wird man getötet? Und da soll man einfach hinnehmen. Man sei aber ganz klar gegen Anschläge auf Zivilisten. Außerdem wolle sich die Partei in Österreich gegen antimuslimischen Rassismus stark machen. Tag 7 heute am Golser Volksfest und den haben viele Gäste genützt, um sich spontan ein Tattoo stechen zu lassen. Zum Beispiel das Gemeindelogo von Gols. Begonnen hat der heutige Feiertag aber mit einem Frühshoppen und das bei Temperaturen jenseits der 30 Grad. Eine Reportage von Christoph Hellmann. Wie geht's Ihnen mit der Hitze? Ja, ganz gut. Was soll's? Wir können es nicht ändern. Ich bin das gewohnt, ich war in der Küche ewig, da war es immer heiß. Also mir macht es nichts. Was tun Sie gegen die Hitze?
Bier trinken. Ja, und sonst im Schatten verstecken. Sie sind bewaffnet gegen die Hitze? Ja, es hilft ein bisschen was. Aber ja, im Schaden ist zum Aushalten. Die Hitze kann der Stimmung beim heutigen Frühshoppen also nichts anhaben. Ich habe immer gute Stimmung. Nur wenn ich schlafe, dann nicht. Das mag ich nicht, wenn ich schlafe. Weil da schnarche ich so viel. Wie oft waren Sie schon da heuer? 4. Mal. Geht's noch? Aber ja, das geht immer. Feiern geht immer. Für das sind wir immer zum Haben. Ein Fixpunkt am Golzer Volksfest ist stets auch die Wirtschaftsmesse. 150 Aussteller sind dieses Mal dabei. Sind die Pools bei den Temperaturen besonders interessant? Ja, sehr. Immer interessant. Sommer und Winter. Wir hätten Interesse an einem, also wir schauen gerade. Am liebsten würden wir gleich reinhüpfen, oder? Nein, das Wasser ist zu warm da. Also wenn es ein kaltes wäre, dann war ich schon drin wahrscheinlich. Hier wollen vor allem viele junge Menschen rein, in der Hoffnung auf ein Bäckerl. Heuer gibt es nämlich erstmals eine Tattoo-Station am Golzer Volksfest. Ja, bin ja ein bisschen überrascht, dass das jetzt doch so viel geworden ist, aber ja, gute Werbung gemacht. Dazu hat auch ein Scherz des Bürgermeisters beigetragen. Es ist eigentlich entstanden bei der Eröffnungsfeier. Den Landeshauptmann gefragt, ob er sich das neue Golz-Logo tätowieren lassen würde. Und ja, aus diesem Scherz wurde dann ernst, so sind wir Golzer. Wir setzen um und mittlerweile gibt es ja über 10 Personen, die sich das Golz-Logo tätowieren haben lassen. Die ersten 20 Tattoos des Gemeindelogos gehen auf die Kosten des Bürgermeisters. Das haben sich diese Bauhof-Mitarbeiter nicht zweimal sagen lassen. Das war eine ganz spontane Aktion, eine Hurra-Party mit den Kollegen. Dann ist passiert. Und auch der Bürgermeister selbst wird nachziehen. Ich denke, wir es auch machen. Also es wird kommen? Ja. Aber nicht nur das Gemeindelogo wird heute tätowiert, auch jede Menge anderer Symbole. Ich lasse mir die Sternzeichen von meinen Großeltern tätowieren. Am Stier, Wassermann und Krebs. Ja. Ja. Was wird's denn bei dir? Ein Schriftzug, also No Rain, No Flowers mit kleinen Blümchen. Ist es das erste Tattoo? Ja, das erste Tattoo. Diese Gäste werden sich also besonders lange an das diesjährige Golzer Volksfest erinnern. Ein geklärter Auftragsmord, 500 Kilogramm sichergestellte Drogen und mehr als 100 Festnahmen. Diese Bilanz ziehen die Ermittler der AG Alpha Pannonia. Das sind Beamte des Bundeskriminalamts und der Landeskriminalämter Burgenland und Steiermark. Die Ermittler wollen so die organisierte Kriminalität am Balkan bekämpfen. Und jetzt zu weiteren Meldungen vom Tag. Gestern hat ein Polizist in Muckendorf-Wipfig im Bezirk Tulln seine ehemalige Lebensgefährtin und seine beiden Töchter im Alter von 5 und 8 Jahren tot in seinem Wohnhaus aufgefunden. Mittlerweile gibt es erste Ermittlungs- und Obduktionsergebnisse. Die Mädchen sollen erstickt worden sein. Die Leiche der Mutter weist eine Schussverletzung auf. Hinweise auf weitere Personen, die in die Tat involviert waren, gibt es nicht, heißt es von der Polizei. Am Tatort wurde eine Waffe gefunden. Ob es sich dabei auch um die Tatwaffe handelt, ist ebenso unklar wie das Motiv der Tat. Im Stadionbad im 2. Wiener Gemeindebezirk soll ein 50-jähriger Mann einen 13-jährigen Bub sexuell missbraucht haben. Passiert ist der Vorfall gestern Nachmittag im Duschbereich des Freibades. Andere Badegäste haben den mutmaßlichen Täter überwältigt. Laut Polizei hat der amtsbekannte Serbe den Buben zuvor auch mit dem Umbringen bedroht. Die Bahnstrecke zwischen Ebenfurt und Wulka-Brodersdorf ist morgen in der Zeit von 8 bis 15 Uhr gesperrt. Pendlerinnen und Pendler müssen auf einen Schienenersatzverkehr ausweichen. Die Raberbahn führt auf dem Streckenabschnitt Instandhaltungsarbeiten durch. Vor 5 Jahren hat sie ihr Romandebüt gefeiert. Nun macht die in Eisenstadt aufgewachsene Barbara Zehmann mit einem neuen Roman auf sich aufmerksam. Betai Geuze heißt er. Was es mit diesem Namen auf sich hat, hat Zehmann Michaela Frühstück in Neusiedl am See erzählt. Barbara Zehmanns Lebensmittelpunkt ist längst Wien geworden. Sie schätzt aber auch die Vorzüge des Landlebens und das weit ausschauen können rund um den Neusiedlersee. In ihrem zweiten Roman spielt der Riesenstern Betai Geuze eine wichtige Rolle. Er ist ein veränderlicher Stern und ist quasi wie ein überdimensionales Herz, das halt irgendwo im All hängt. Und das circa alle 2000 Tage
kleiner wird und dann wieder größer. Im Mittelpunkt des Romans Betelgeuse steht Theresa Neges, eine 40-jährige Frau, die in Wien lebt und sich vom Riesenstern angezogen fühlt. Das letzte Mal, dass ich ihn hier an dieser Stelle sah, da stand er höher. Rotes Scheibchen Betelgeuse, links unterhalb des Mondes, wie ich mich auf den Winterhimmel freue. Betelgeuse ist auch eine Familiengeschichte, die anhand der Frauenschicksale erzählt wird. Deren Erfahrungen spiegeln sich im Leben der Theresa Neges wider, die an einer psychischen Erkrankung leidet. Was für ein Roulette das manchmal ist, irgendwie, also so, dass uns quasi der Wahnsinn so fremd erscheint, aber halt eigentlich so was ganz Normales ist, halt, was halt auch zum Menschen gehört. Eine schwerelose Rolle spielen das Meer und die Farbe Blau. Mit Meerblau sind auch die Wände der Wohnung der Hauptperson gestrichen. Die Wände hier sind blau, der Himmel ist bewölkt. Althochdeutsch blau für schimmernd, glänzend. Barbara Zehmann absolviert dieser Tage viele Pressetermine. Schon im Vorfeld der Erscheinung herrscht großes Interesse am Roman Betelgeuse. Den Riesenstern Betelgeuse wird man erst im Winter wieder in voller Pracht sehen können. Für Österreichs Segler waren die Olympischen Sommerspiele in Paris ein voller Erfolg. 2 Goldmedaillen, das hat es zuletzt 2000 in Sydney gegeben. Damals ist Georg Fundak an der Spitze des Verbands gestanden. Der gebürtige Ungar hat den Segelsport in Österreich jahrelang geprägt. Zuerst als Trainer, dann als Sportdirektor. Wir haben ihn in seiner zweiten Heimat in Neusiedl am See getroffen. Am Neusiedlersee genießt Georg Fundak seine Pension. Er ist zur Ruhe gekommen nach einer bewegten Karriere im Segelsport. In seiner Ära als Trainer und dann Sportdirektor holen Österreichs Segler 3 olympische Goldmedaillen. In den Nullerjahren ist er der Vater der bislang erfolgreichsten rot-weiß-roten Segelepoche. Fundak ist auch federführend bei der Errichtung des Bundesleistungszentrums in Neusiedl, das vor allem dem Olympiakader zur Vorbereitung auf die Spiele dient. Nach 30 Jahren beendet er 2019 seine Karriere im Segelverband und übergibt das Kommando an seinen Nachfolger Matthias Schmidt. Der olympische Segelsport ist nicht ein Kinderspiel, das ist eine sehr, sehr harte Sache, was harte Entscheidungen und viel Lust und viel Spaß natürlich auch braucht innen drinnen. Ich hoffe, Sie können das so weitermachen. Wenn Sie fragen, ich stehe immer zur Verfügung. Die Zukunft sieht Fundak positiv, nicht zuletzt wegen der starken Leistung der österreichischen Segler und Surfer in Paris. Erfolge, für die auch er mit seiner Arbeit schon die Basis geschaffen hat. Ein längeres Porträt über Georg Fundak sehen Sie auch in unserer mehrsprachigen Magazinsendung Wir, morgen um 10.40 Uhr in ORF 2. Was ist die Basis für einen netten Abend? Gutes Essen, Wein und ein schönes Ambiente. So auch beim Weinpicknick in Donnerskirchen. Seit Jahren werden so auf Initiative des Weinquartetts Bayer, Liegenfeld und Sommer Spenden für Licht ins Dunkel gesammelt. Genuss für den guten Zweck lautet dabei das Motto. Christina Buzzanic war für uns dabei. Einmal im Jahr öffnet das Himmelreich des Winzerquartetts seine Pforten für treue Kunden, Wegbegleiter und Weinliebhaber. Genüsslich wird hier in idyllischer Atmosphäre verkostet, gespeist und damit auch Gutes getan. Es ist toll, dass das auch zum guten Zweck zugute kommt, ne? Dass es wirklich nicht nur ein Zusammensitzen ist, sondern dass da auch ein Hintergrund dabei steckt. Also das ist schon eine tolle Sache. Kann man wiederholen, jedes Jahr. Die Menschen werden nicht müde, für Licht ins Dunkel auch im Sommer zu spenden. Wir haben heuer wieder einen Rekord aufgestellt. Trotz wirtschaftlich turbulenter Zeiten haben wieder unglaublich viele Unternehmen für Licht ins Dunkel und für uns beim Weinpicknick gespendet. Das macht uns unheimlich stolz. Wie genießt ihr das heute sonst noch? Die Umgebung, die Natur macht natürlich viel aus, aber vor allem natürlich auch liebe Kollegen. Natürlich reden wir auch über das Geschäft, aber es redet sich ein bisschen leichter. Und mit ein paar Spritzern kommen auch wieder gute Ideen fürs Geschäft. Und der Rest ist einfach ein nettes Miteinander. Hochschwanger darfst du ja keinen Wein trinken heute. Das ist richtig, ja. Was machen wir, wenn es heute auf die Welt kommt? Naja, da im Himmelreich, dann würde ich sagen, ist ein Engel und heißt Riesling. Damit es auch nüchtern unterhaltsam bleibt, gibt es ein alljährliches Weinquiz.
Das heutige Schätzspiel ist, wie viele Flaschen wurden voriges Jahr beim Charity Picnic getrunken? Und da fangen die Leute an zum Tüfteln, zum Rechnen, wie viel trinke ich, wie viel trinkt der Nachbar. Manche pokern hoch. Ja, wir denken aus Erfahrung, dass es vielleicht ein bisschen mehr ist. Also ich glaube, wir haben alle sehr gut geschätzt, also sehr hoch geschätzt. Also wir sind so zwischen 200 und 400, glaube ich, alle irgendwo. Zu viel Latte fürs Burgenland. Ne? Ja, stimmt. Weißt du, was die perfekte Flasche für 2 Personen am Abend ist? Was denn? Eine Magnumflasche, wenn einer keinen Durst hat. Trinkt man mehr, wenn man älter wird? Ich glaube schon, ja. Also ich genieße auf jeden Fall mehr. Mit den Jahren kommt immer mehr Genuss in den Weinkonsum hinein und das ist, glaube ich, das Wertvolle. Wie unterscheidet sich denn der Weinkonsum in Appetlon vom Weinkonsum in Donauskirchen? Ich glaube, dass nicht viel Unterschied sein wird. Aber ich glaube trotzdem, dass bei uns in der Region mehr getrunken wird. Auf der anderen Seite. Voriges Jahr waren es 146 Flaschen Wein. Punktgenau hat das ein Weinviertler Kunde erraten. Als Gewinner wird er in Wein aufgewogen. Es heißt ja, eine Kiste hat um die 8 Kilo, 13 waren da jetzt oben. Sie haben doch nie im Leben so viel Kilo. Ich habe so viel gegessen hier, dass ich eben geschaut habe, dass ich ein bisschen schwerer bin. Große Freude an diesem Charity-Abend jedenfalls auch beim Winzer Weinquartett, wo eine stolze Summe von 15.000 € für Licht ins Dunkel gesammelt werden konnte. Auch der heutige Abend bietet sich für ein Picknick im Freien an. In der Nacht kann es aber gewittern. Mehr gleich von Christina Buconic. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.